Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei PLW History. Es war lange ruhig, doch wir melden uns jetzt zurück mit einem ganz besonderen Thema. Ihr habt es vielleicht unschwer schon erkannt, es geht um die Gebirgstruppen der österreich-ungarischen Armee, die KK-Landesschützen. Und worum es dabei genau geht, das seht ihr jetzt. Nachdem wir uns jetzt diesen kurzen Trailer zusammen angesehen haben, wisst ihr grob, wie die Qualität des Videos ist, wo die Reise hingehen soll. Wir haben uns diesmal wirklich die Mühe gemacht, den langen Weg auf uns genommen, quasi von der Ostsee bis in die Dolomiten zu fahren und an dem Originalschauplatz mit möglichst vielen Darstellern aus unterschiedlichen Ländern zusammen so einen Dokumentarfilm zu produzieren. Das heißt, es geht deutlich über die üblichen PLW History Videos hinaus. Also der Aufwand war höher. Wir hatten viel mehr Leute, wie gesagt, die Originalschauplätze und allgemein deutlich höheren Rechercheaufwand. Dadurch, dass die Videos immer umfänglicher werden und wir nicht mehr in der Lage sind, diese Videos aus eigener Tasche zu finanzieren, was zum Beispiel auch einer der Gründe ist, warum es auf dem Kanal so lange ruhig ist, habt ihr nun die Möglichkeit, den kompletten Film von 35 Minuten Spielzeit bei uns auf der Seite für 2,99 € zu kaufen. 2,99 € klingt erstmal viel, ist aber an sich ein Energy Drink an der Tankstelle. Nur mal so als Referenz. Dafür könnt ihr natürlich auch unsere 35 Minuten Doku anschauen. Das hilft uns ungemein, auch für zukünftige Projekte. Wir können von diesem Geld zum einen Requisite kaufen, wir können längere Reisen machen, wir können breiter recherchieren und können einfach viel hochwertiger produzieren. Natürlich aus Verbrauchersicht sehe ich das völlig ein, dass man sich natürlich wundert, warum man auf einmal für ein Video bezahlen muss, obwohl früher alles kostenlos war. Auch dieses Video wird es nach einer gewissen Zeit natürlich kostenlos geben. Das sage ich gleich dazu. Aber ihr würdet uns unglaublich unterstützen und uns ermöglichen, weitere Filme in diesem Ausmaß zu produzieren, wenn ihr die 2,99 € investieren würdet, um euch diesen Film anzuschauen. Aber wir lassen euch natürlich nicht komplett auf dem Trockenen sitzen und deswegen gibt es jetzt hier einen kleinen Ausschnitt aus der Doku für euch. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts hatten bedeutende Entwicklungen in der Waffentechnik die Reichweite und Vernichtungskraft der Waffen erheblich gesteigert. Weitreichende Gewehre und Geschütze, massiertes Feuer der Maschinengewehre, vor allem aber das rauchschwache Pulver schufen ganz neue Bedingungen auf dem Schlachtfeld. Um die Truppen überhaupt in das Gefechtsfeld heranführen zu können und sie nicht vorzeitig dem vernichtenden Feuer auszusetzen, mussten sie jetzt so gut wie irgend möglich der feindlichen Sicht entzogen werden. Die veränderten Gefechtsbedingungen stellten ganz neue Forderungen an Bekleidung und Ausrüstung der Soldaten. Im Jahr 1906 sah man in der K&K-Armee die Notwendigkeit, eine spezielle Gebirgstruppe aufzustellen. Wie die gesamte K&K-Armee sollten auch die neu aufgestellten KK-Landesschützen ab 1907 eine neue Uniform bekommen, einen neuen Uniformstoff. Deshalb war man am Experimentieren, wie in ganz Westeuropa, in Deutschland, in England, in Italien, auf der Suche nach neuen, unauffälligeren Uniformstoffen. Und so kam man nach einigen Experimenten mit Erdtönen und Grautönen bei der K&K-Armee auf den neuen Uniformstoff Hechtgrau, den wir hier bei den Kameraden sehr schön sehen können. Ein blaugraues Wolluniformtuch in der Melange hergestellt, das sich sehr gut im Licht der Landschaft verliert und somit eigentlich einer der ersten modernen Tarnstoffe darstellt.
Offiziere hatten ihre eigenen Monturstücke selber und auf eigene Kosten anzuschaffen. Dadurch ergaben sich natürlich verschiedenste Möglichkeiten, der Uniformität der Uniformen etwas Individualismus zu verschaffen. Etwas kürzer oder länger geschnittene Röcke und höhere oder niedrigere Krägen waren nur einige der Spielereien, die sich die Offiziere herausnahmen. Die Stoffqualität und somit auch die Farbnuancen wichen gelegentlich von den Vorschriften ab, und das in einem offenbar nicht mehr tolerierbaren Ausmaß. Im Jahr 1904 sah sich das für Adjustierungsfragen zuständige Department des KK-Landesverteidigungsministeriums gezwungen, Stoffmuster auszugeben. Diese Muster waren verbindlich, das Auftragen bisheriger Uniformsorten war aber gestattet, solange sie nicht auffallend von den Bestimmungen der Adjustierungs- und Ausrüstungsvorschrift abwichen. Die Uniform der KK-Landesschützen war jetzt insofern etwas Besonderes, da sie in vielen Details im Schnitt von der Uniformierung der Infanterieregimenter abwich. Die Jacke hatte schöne, große, aufgesetzte Blasebalgtaschen, in denen sich Utensilien des Soldaten gut verstauen ließen. Insgesamt war der Schnitt der Jacke bequemer angelegt und er hatte einen Klappkragen im Gegensatz zum B-Kragen der Infanteriefeldblusen. Wie bei der Infanterie angelegt und als Erkennungsmerkmal an der Jacke für die Landesschützen war eben die Besonderheit des Edelweiß, das wir sonst bei den K&K-Infanterieeinheiten nicht finden. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Ausschnitt aus der Dokumentation gefallen. Wie gesagt, den kompletten Film, also 35 Minuten lang die komplette Geschichte und Entstehungsgeschichte der KK-Landesschützen, könnt ihr nun unten bei dem beigefügten Link kaufen und es komplett anschauen. Ihr würdet uns damit unglaublich helfen und wir hoffen natürlich, dass wir euch auch informieren und unterhalten können. Solltet ihr das Geld nicht haben, um diesen Film zu kaufen, habt ihr natürlich die Möglichkeit, uns anderweitig zu unterstützen. Klickt unten im Kanal auf die Glocke, lasst einen Kommentar da, teilt die Videos von uns, das hilft uns ungemein und unterstützt auch unsere anderen Kanäle, zum Beispiel den Paralightworks Hauptkanal, den Don't Forget History Kanal und den Feldpost Kanal. Vielen Dank, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.